Was muss ich eigentlich machen, damit es mir gelingt, bestimmte Daten gerne einem Hyperscaler anzubieten? Die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung hat Fahrt aufgenommen. Telekom Magenta Account Director Guido Hollasch und Professor Dr. Andreas Meyer-Falke, CIO von Nordrhein-Westfalen, sprechen über Digitalisierung, Datenschutz, digitale Souveränität und deutsche Hyperscaler wie die Deutsche Telekom. Professor Meyer-Falke, vielen Dank, dass Sie an der Reihe Deutsche Telekom Strategiegespräche teilnehmen, dann ja jetzt in der NRW Edition. Die Deutsche Telekom wäre am ehesten als deutscher Hyperscaler zu bezeichnen. Wie könnten die Vorteile so eines Hyperscalers in eine Verwaltung eingebunden werden, auch vor dem Hintergrund der angestrebten digitalen Souveränität? Auf die Idee könnte man kommen und man nimmt jetzt irgendeinen Hyperscaler, der kommt vielleicht aus den USA oder aus China, der kann das technologisch. Und jetzt kommt bei der Verwaltung genau das Problem, wie wollen wir den Bürgerinnen und Bürgern dann wirklich glaubhaft versichern, gib uns ruhig die Daten, sie sind bei mir sicher und in Wirklichkeit gebe ich sie weiter. Da kann ich verstehen, dass Bürgerinnen und Bürger, die jetzt schon kritisch sind, dass die dann sagen, so haben wir uns das eigentlich jetzt nicht gedacht. Also dann machen wir es weiter gerne analog. Das heißt, unsere ganze Arbeit wäre eigentlich für die Katz gewesen. Wir haben dann zwar alles digitalisiert, aber keiner macht es so richtig gerne oder nimmt es nicht so richtig gerne in Anspruch und sagt, nee, dann komme ich lieber nach alter Sitte und lege Ihnen einen Papierantrag hin und hätte gerne, dass Sie den vor meinen Augen stempeln. Und dann kann ich sehen, da war kein böser Mensch dazwischen und hat da reingeguckt. Deswegen die Frage der Souveränität. Die Diskussion ums Registermodernisierungsgesetz hat es ja gezeigt. Jeder versteht, worum es geht. Aber alle sagen natürlich auch, also den gläsernen Bürger wollen wir nicht. Wir wollen es nicht so wie in anderen Ländern dieser Welt, dass alle Informationen über mich, die ich zwangsweise geben muss, ich rede jetzt nicht von den großen Social Media, sondern die Daten, die ich zwangsweise von mir geben muss, dass diese Daten dazu führen, dass irgendwo anders jemand damit plötzlich ein Wissen generieren kann, was ihn eigentlich nichts angeht. Wo war der, wann, was hat er da gemacht, mit wem hat er sich da getroffen? Eigentlich so Dinge, die in meine Privatsphäre gehören, die ich natürlich rausfinden könnte, wenn ich diese Daten alle willkürlich zusammenführen würde. Sie merken am Konjunktiv, das will von uns keiner, das will, glaube ich, auch kein Bürger, keine Bürgerin, kein Wirtschaftsunternehmen, sondern da werden wir dann Wege finden müssen über ein Datencockpit, über Datenschutzmöglichkeiten, Datensicherheitsmöglichkeiten, über Zugriffsrechte, das tatsächlich so zu klären, dass man immer nur auf die Portion zugreifen kann und auch nur die Daten wiederum zusammenführen kann, für die ich gerade eine Ermächtigungsgrundlage, eine Rechtsgrundlage habe und dann sagen kann, okay, für diesen Zweck weiß ich jetzt, wie Sie mit Vornamen heißen oder wann ich geboren bin oder was auch immer, wo welcher Bürger, welche Bürgerin wohnt. Für den Zweck brauche ich das und für alle anderen Zwecke kann ich es nicht rausfinden. Wo würden Sie da die relevanten Punkte sehen? Da gibt es mittlerweile die Bestrebungen der jetzigen Bundesregierung, die sie von der alten Bundesregierung übernommen hat, das Zentrum für digitale Souveränität in Deutschland zu gründen, das genau diese Fragen aufgreift und sagt, was muss ich eigentlich machen, damit es mir gelingt, bestimmte Daten gerne einem Hyperscaler anzudienen, ob es nun mein eigener ist, eben mein landesweiter Verbund oder einer, der schon existiert, der die Technik hat, aber mit dem dann auch klar zu regeln, die Daten bleiben fest in der Hand, öffentlich zugänglich, öffentlich gesichert, öffentlich Datenschutz gesichert und gehen nicht irgendwo hin, sondern werden tatsächlich hier verarbeitet. Und jetzt könnte man ja schon einen kleinen Schritt in diese Richtung gehen und sagen, wie viele Rechenzentren haben wir eigentlich allein in der öffentlichen Hand? Allein in Nordrhein-Westfalen haben wir über 50 kommunale Rechenzentren. Ich habe selber IT NRW im Land Nordrhein-Westfalen. Und wir haben Dataport im Norden und AKDB im Süden und COM21 in der Mitte und. Also ganz viele. Alleine das wäre schon ein Weg zu sagen, bindet doch mal die öffentlichen Rechenzentren in einem ersten Schritt zusammen. Bildet meinetwegen doch erstmal nur die landeseigenen Rechenzentren zusammen, dann die kommunalen, dann bindet sie zusammen. Dann hätten wir alleine dort schon eine riesen Rechnerkapazität, die nichts anderes wäre als das, wovon wir sprechen, nämlich eine Cloud. Ich könnte natürlich auf die Idee kommen und sagen, warum habe ich nicht eine bundesweite Verwaltungscloud? Nicht Bundescloud. Ne? Also der Föderale in mir sagt, Bundescloud sagt ja, um Gottes Willen, die gehört meinem Kollegen im Bund, Markus Richter, dem Bundes-CIO, sondern bundesweite Cloud. Also eine Lösung, die sagt, ich bringe einfach alles das, was digital möglich ist, an einer Stelle zusammen und lasse dann alle auf diese Cloud zugreifen. Die Bürgerinnen und Bürger genauso mit ihren Anträgen wie die Wirtschaft, aber die Kommunen genauso mit ihren Bürgerbüro-Services wie die Länder und den Bund selber.
Soweit sind wir noch nicht, aber die Idee ist da. Die Idee ist da, zu sagen, wir versuchen, den Föderalismus und die Digitalisierung, die kommunale Selbstverwaltung und die Digitalisierung zusammenzudenken. Sie merken aber, an dem, wie ich es formuliere, das ist schon eine richtige Revolution. Bisher sind wir nur bei der Verwaltungsstrukturreform, die ist schon sehr fordernd, aber dann wären wir wirklich bei einer Verwaltungsrevolution. Im nächsten Teil des Gesprächs sprechen Guido Hollasch und Professor Dr. Andreas Meyer-Falke über das Onlinezugangsgesetz und die Experimentierklausel.